Herzlich willkommen zum heutigen Lichtimpuls Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Vielleicht ist jetzt mal Zeit aufzuwachen. Ganz einfach. Du bist hierher gekommen für diese Zeit. Nein, es ist nicht ein Drama, nicht eine komplizierte Geschichte, nicht etwas Furchtbares, nicht schrecklich, nicht, oh Gott, durch was gehen wir hindurch? Nein. Oh, in was für Geschichten stehe ich selber drin? Oh nein, ich komme hier nicht durch und da nicht durch und nein, ganz simpel. Wir sind hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen und du bist mit mir hierher gekommen, weil du bist in meinem Leben ein Anteil von mir und ich bin in deinem Leben ein Anteil von dir, um aufzuräumen. Ja, wir haben kollektiv miteinander, ich in mir, beschlossen, dass eine Welt der Zerstörung und eines Bewusstseins, das alles in Trennung hält, fertig ist. Ja, das ist es. Als ich 4 Jahre alt war, wusste ich, warum ich inkarniert habe. Ich wusste von dieser Zeit und ich wusste, dass wir einen Wandel im Bewusstsein brauchen. Ich wusste, dass es darauf ankommt, auf die Erde Liebe zu bringen oder an die Liebe wieder zu erinnern. Oder zu erinnern, wer wir wirklich sind, dass wir uns selbst auf der Erde nicht zerstören. Dass wir uns selbst nicht zerstören. Wir zerstören uns nur, wenn wir keine Ahnung haben, wer wir sind, wenn wir vergessen haben, wer wir sind. Ja, und nur dafür sind wir schlussendlich da. Es war schon sehr, sehr interessant, als ich vor so und so vielen Jahren von meiner inneren Stimme in die Akasha-Chronik geführt wurde und für mich die Frage hatte, warum ich inkarniert habe zu dem Zeitpunkt und was meine Aufgabe auf der Erde ist. Und ich sah nur eine einzige Geschichte, nämlich Selbstliebe zu entwickeln. Und ich wusste, was Selbstliebe bedeutet, nämlich nicht ich liebe mich, sondern zu erkennen, wer mein Selbst eigentlich ist. Ja, und dann machte alles Sinn. Also wenn ich daraufhin geschaut habe, zu all den Dingen, die ich gemacht habe in meinem Leben, dann hatte das die ganze Zeit nur damit zu tun, mich wieder mehr und mehr und mehr zu erinnern, wer ich eigentlich bin. Alles hatte Sinn gemacht. Und wie du weißt, ich werde von innen geschult. Meine innere Stimme, die 2006 aufgetaucht ist in mir, ohne dass ich was gesucht habe oder ohne dass ich jemals Drogen oder irgendwas genommen habe. Diese innere Stimme, das universelle Wissen, das durch mich hindurch, durch mein Herz spricht, was alle Fragen, die ich in mir habe, beantwortet und mir zeigt, was die Matrix auf der Erde ist, in der wir gefangen sind, nämlich nur durch ein Bewusstsein des Verstandes, der nicht zu uns gehört, den wir angenommen haben, der uns in der Annahme hält, wir wären getrennt von dem Außen. Du bist jemand anderes wie ich, ganz fremd. Und alle anderen auch. Ja, das Außen ist etwas, vor dem man Angst haben muss, weil es ist unberechenbar. Und all diese ganzen Dinge. Du kennst wahrscheinlich meinen Kanal schon und hast schon öfters davon gehört. Nehme ich mal an. Ja, und wenn du neu bist, dann kannst du dich weiter umhören. Der Punkt ist, wir sind genau dafür inkarniert, um das zu erkennen und damit Schluss zu machen. Das zu beenden. Diese Matrix, alles wäre getrennt von uns und wir wären abhängig von außen, zu beenden. Durch die Führung von meiner inneren Stimme habe ich in meinem Leben angefangen, so viele Dinge zu machen, die nicht gehen. Die absolut unmöglich sind. Zum einen habe ich mich von schwerstem Rheuma geheilt, ohne irgendein Medikament zu nehmen, durch innere Arbeit,
wo sie mir im Krankenhaus gesagt haben, meine Hände würden so verkrunkelt werden und ich würde nicht mehr gehen können. Und ich hatte da auch genug Stories von anderen Leuten, wo ich gesagt habe, nix mache ich davon. Ich heile mich selbst von innen. So viele Dinge. Zuletzt hatte ich die Situation, war ich in Indien und ich hatte also meine Passnummer verkehrt eingetragen ins Visum und jeder sagte, nein, also nach Indien rein kommst du nie damit. Und natürlich kam ich rein und wunderbar geführt, jeden einzelnen Augenblick, ja, wo dann genau die richtigen Menschen im richtigen Moment da waren und bestimmte Dinge, die sie nicht sehen sollten, nicht gesehen haben. Und es endete dann damit, dass das für mich jemand vom Zoll in Indien gemacht hat, schon zu mir gesagt hat, es ist sehr besonders, das passiert normalerweise nicht, aber ich weiß, ich muss das jetzt für dich so machen. Und mich ganz besonders herzlich willkommen hat für Indien. Ja, also und ich kann so viele Geschichten erzählen. Ich habe auch schon so viele Geschichten hier in verschiedenen Videos von mir erzählt, was ich alles gemacht habe, was alles nicht geht in meinem Leben, scheinbar nicht geht, für den Verstand nicht geht. Wo das heißt, so und so ist es. Und wenn ich meinem Verstand glaube und denke, es geht nicht, weil das, was ich glaube, ist meine Realität, dann geht's nicht. Wenn ich meinem Inneren vertraue, geht plötzlich alles. Ja. Das heißt, du als ich weißt tief in dir drinnen, warum du inkarniert hast, warum du hier bist und warum du jetzt gerade vielleicht auch anstehst oder Krankheiten hochkommen oder Schwierigkeiten in deinem Leben sind. Weil sie dir mithelfen, wie sie mir immer mitgeholfen haben, zu sagen, hiermit ist jetzt Schluss. Zum Beispiel mit einem Bewusstsein, wo ich denke, ich armes Würstchen. Wenn du dir vorstellst, deine Kraft von innen erschafft Welten. Und ich habe ja auch in meinem Leben so viel manifestiert. Früher habe ich ganz bewusst manifestiert und habe so viele Dinge auch möglich gemacht. Ja, einfach weil ich sie innerlich gefühlt habe. Und dann sind sie in die Realität gekommen, bis ich dann festgestellt habe, okay, das Allerbeste ist, ich manifestiere gar nichts, sondern ich vertraue einfach nur dem Fluss meiner inneren Stimme. Da muss ich überhaupt nur noch Urlaub machen. Und es passieren alle Dinge großartig. Die kann ich mir gar nicht ausdenken. So großartig passieren die. Und ja, und das ist der Zustand, wo ich in meinem eigenen Paradies, in meinem eigenen Leben ankomme. Das ist nämlich nichts anderes als ein Bewusstseinszustand, wo ich überhaupt nicht mehr außen folge, sondern wo ich nur noch innen folge und wo ich weiß, mein Inneres kennt den Weg, mein Herz kennt den Weg. Und ich bin in Übereinstimmung mit dem, warum ich hier bin und ich tue, wofür ich da bin, nämlich mich zu erinnern und daraus zu leben. Aus meiner eigenen inneren Führung. Und bei dir ist es nicht 1 Millimeter anders, nur vielleicht in einem anderen Zeitzustand. Ich stand auch, bevor ich in der Lage war, alles zu verlassen in Europa und nach Asien aufzubrechen, meinem Inneren zu folgen, an dem Punkt, wo ich viel Angst hatte vor dem Leben, wo viele Dinge nicht funktionierten, wo es schwierig war, wo ich krank war und. Bis ich losgelassen habe. Losgelassen heißt losgelassen die Kontrolle aus dem Verstand und angefangen habe zu gehen und zu folgen, was mein Inneres schon längst weiß. Und mutig mitten in die Angst hinein und durch die Angst hindurch und dem gefolgt bin, was von innen kam. Wow, und so viele Wunder sind dann in mein Leben aufgetaucht und haben angefangen, mich immer mehr zu unvorstellbar zu beschenken. Diese Freude zu leben, diese tiefe Angeschlossenheit zu leben, die Liebe zu leben, das Miteinander in Leichtigkeit zu leben, in Fülle zu leben, sind alles die Dinge, die uns in uns
erinnern an das, was wir sind. Das ist nicht irgendwo da draußen zu erreichen, sondern wenn wir in uns eintauchen und uns selbst begegnen, finden wir das. Und es ist so schmerzvoll, der Prozess, sich selbst wieder zu vertrauen, weil wir so lange einem System gefolgt sind, was uns so dermaßen von uns weggehalten hat. Wie viele Dinge haben wir gemacht, um uns anzupassen an eine Gesellschaft und uns selbst verleugnet und das, was wir wussten in uns, damit wir anerkannt werden, damit wir nicht anecken, nicht drüber hinwegleuchten, nicht stehen gelassen werden, weil uns keiner mehr mag und all diese ganzen Dinge. Erst gestern Abend, ich mache sehr, sehr viel, seit einer Ewigkeit, sehr, sehr viel innere Arbeit und lasse sehr, sehr viel, wie sagt man, alten Bewusstsein aus mir heraus gleiten, lösche es in mir. Und ich kann gar nicht sagen, wie viele Jahre, Jahrzehnte ich förmlich damit beschäftigt bin. Es ist unbeschreiblich, wie viele Jahrhunderte und Leben hindurch wir in dieser Matrix gefangen gewesen sind, dass wir der Spieler sind in unserem Leben und in anderen Leben und uns so komplett mit dieser Rolle identifiziert haben und dadurch in der Trennung gelebt haben und dadurch durch so viele Dramen und Schwierigkeiten hindurchgegangen sind. Du hörst vielleicht unten drunter immer noch, dass es leicht kratzig bei mir, ein bisschen kratzig in der Stimme ist. Das hängt damit zusammen, ich bin in mehreren Leben für meine Wahrheit verbrannt, verknurkst und sonst wie umgebracht worden. Und es gibt so viele, die sind für ihre Wahrheit umgebracht worden, verbrannt worden. Und sind so viele Dinge passiert. Und das sitzt so tief in uns drinnen. Und ich habe auch erst gestern eben wieder gemerkt, wie viel da immer noch in mir drinnen ist, wo ich selbstverständlich nicht zulasse, dass ich aus der Ebene heraus lebe und spreche. Und das sind Zellinformationen und diese Zellinformationen, die müssen erstmal ganz aus der ganzen Zellstruktur entlassen werden. Das ist genau dasjenige, was zum Beispiel bei mir hier passiert. Das war dasjenige, was ich von innen mit Rheuma geheilt hatte. Das waren Zellinformationen. Ich wäre kein Schöpfer. Ich könnte das und das nicht, weil deswegen und sonst was. Und das war ein riesen Befreiungsschritt, dieses Bewusstsein rauszuschmeißen. Und jetzt ist es hier immer noch, das ist unglaublich interessant, dass ich einen YouTube-Channel mache, dass ich vor Menschen rede. Das war so furchtbar für mich, früher meinen Mund überhaupt in einer kleinen Gruppe überhaupt nur aufzumachen. Ich bin alle Tode gestorben, ich habe geschwitzt, ich fand es entsetzlich, ich habe so viel Angst davor gehabt. Und also ich habe einfach gemerkt, Wahnsinn, wie viel Anpassung, obwohl ich so unangepasst bin, schon ewig und unglaublich unangepasst. Ja, ich bin ja auch mit 16 von zu Hause weg und die Lehrer sagten, du wirst nie was im Leben. Und ich habe gesagt, das interessiert mich nicht, ich werde Kloputzer. Und dann saß ich und habe studiert, derweil meine Klassenkameraden noch in der Schule saßen und solche Sachen. Und trotzdem habe ich gesehen, wow, was ist da alles belegt? Weil zum Beispiel ich habe extrem viel Wissen, immer schon gehabt. Und ich habe mich nicht getraut, zu zeigen, was ich eigentlich weiß und dass ich ein unglaubliches Licht habe. Eine unglaubliche Positivität und ein unglaublich strahlender, besonderer Mensch bin. Und das habe ich immer unter den Teppich gekehrt. Ich habe mich immer kleiner gemacht, extra kleiner gemacht, extra so und so, um das nicht zu zeigen. Und ich weiß, es gibt so viele Menschen, die das so machen. Weil die wahre Kraft liegt, in die eigene Größe zu gehen und wirklich die eigene Größe zuzulassen und in seinem Licht zu stehen.
Nicht erst denkt man, ja, ich bin nix. Habe ich auch. Ich habe so ein miserables Selbstwertgefühl gehabt. Und da habe ich mich durchgearbeitet und dann bist du da durch. Und dann hast du den nächsten Punkt, nämlich dich wirklich in deine Größe hineinzustellen. Und dieses unfassbare Licht zu zeigen. Und für mich war das Allerschwierigste. Ich habe so eine Liebe in mir. Nein, und das konnte ich überhaupt nicht zeigen, dass ich so viel empfinde. Dass ich so tief mit der Natur, mit den Bäumen verbunden bin. Mit den Elementarwesen um mich herum rede. Und all diese vielen Dinge. Und jetzt ist es vorbei, jetzt lasse ich das zu. Und dann gibt's noch eins. Ich bin extrem fröhlich. Ich habe so viel zu lachen. Mein Mann sorgt jeden Tag dafür, dass ich auch ordentlich zu lachen habe. Und ich lache sehr viel. Ich weiß noch, als ich in Europa gelebt habe, wie viel war ich der Einzige, der gelacht hat. Und immer habe ich die Leute um mich herum zum Lachen angefangen anzustecken. Aber das war mühselig. Weil so viele nicht lachen konnten. Dabei haben die alles. Habe ich mir immer gedacht, was wollen die denn? Heute lebe ich in einem Land, wo Lachen Natürlichkeit ist. Endlich. Die Herzen sind offen. Jetzt war gerade einen Monat lang meine Nichte mit ihrem Freund da und ich habe sie dann gefragt, was war eigentlich das Schönste, wo ihr jetzt hier bei uns wart für euch? Und dann sagt die beiden, sagen sofort, die Menschen, da sind die Herzen so offen. Heute lebe ich das in meinem Außen, was ich immer war. Aber trotzdem habe ich immer noch gemerkt, wie schwer mir das fällt, mein Humor, mein Lachen. Ich habe viel Spaß am Leben. Ja, ich habe Spaß am Leben. Ja, ich kriege auch manchmal Kommentare, wirklich unter YouTube habe ich auch schon Kommentare gesehen von Leuten. Nein, das so fröhlich kann man nicht sein, das ist eine ganz schwierige Zeit. Von wegen und wie fröhlich kann man sein. Das ist ja nicht jedem seine komplizierte Zeit. Meine ist es überhaupt nicht. Das ist ja genauso wie mit dieser C-Zauberkrankheit, die da um die Welt gegangen ist. Viele Leute haben gelitten. Ich hatte ein super Leben. Ich habe nicht einen Millimeter gelitten. Ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Wir beide, mein Mann und ich. Wir hatten das beste Leben der Welt. Es ist nicht für jeden gleich. Und da drinnen zu stehen und das zuzulassen und zu sagen, okay, das ist eine super Zeit. In Wirklichkeit ist es eine super Zeit. Es gibt überhaupt kein einziges Problem. Außer in unserem eigenen Kopf. Da sitzt das Problem, wenn. Wenn wir Angst vor was haben, ist das in uns, nicht außen. Das muss man verstehen. Ich habe jahrzehntelang innere Arbeit gemacht und ich komme schon als weises Wesen auf die Erde. Das muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Ich wusste viele Dinge als Kind schon. Und ich habe sie nie verloren. Ich habe auch mir nicht als Kind getraut zu zeigen, dass ich immer hellsichtig war. Mit Verstorbenen zu reden war das Normalste der Welt. Zu sehen, was die anderen Menschen denken, war das Normalste der Welt. So habe ich mir jahrzehntelang angeeignet, nicht zu zeigen den Menschen, was ich eigentlich kann und was ich eigentlich bin. Und damit ist jetzt Schluss. Und jetzt ist bei mir der Moment gestartet, wo ich sage, so, ich lasse es zu, ich zeige es und ich lebe es vollständig. Was ich wirklich bin, die unfassbare Liebe, das unfassbare Licht und die unglaubliche Freude an der Erfahrung leben. Die schlimmsten Dinge und die schönsten Dinge, alle gehören dazu. Alle haben mich das gemacht, was ich heute bin. Nur durch die Schwierigkeiten, durch die ich hindurchgegangen bin, habe ich Bewusstsein, was mir immer wieder meine Machtlosigkeit erzählen wollte, losgelassen und bin immer mehr und mehr und mehr in das hineingekommen, was ich wirklich bin. In Wirklichkeit, wenn wir dort ankommen, und ich bin dort angekommen, ich rede nicht irgendetwas. Ich bin alles, was ist. Das Feld voll
und ganz in meiner Frequenz. Das denke ich nicht, das fühle ich nicht nur einfach, es ist. Und ich bin eine Rolle Anastasia. Und ich bin alles, was ich überhaupt nur wahrnehmen kann auf der Erde. Denn alles, was ich wahrnehme, ist in Wirklichkeit in mir. Ich nehme es in mir wahr. Denn du kannst deine Augen schließen und du wirst den Zeitungsinhalt, den du vorhin gelesen hast, in dir weitersehen. Und das zu erkennen und daraus zu leben. Und zwar, es geht ums Tun und schlussendlich die Dinge leben. Angstfrei im Augenblick, vertrauend auf die Weisheit, die der Verstand nicht greifen kann, die in uns liegt und sich jeden Augenblick in uns zeigt. Das ist eine unvorstellbar wertvolle Erfahrung im Leben. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Lehrer. Zero. Und ich bin auch keiner, der in irgendeiner Form irgendetwas irgendjemandem erzählt. Ich erzähle von mir. Es ist mein Feld, was sowieso wirksam ist und die Erde bereits wandelt zurück in ihre Urnatur. Als ich den Namen Anastasia bekommen habe von Ihnen, davor bin ich in einem absoluten Wahrtraum. Ich habe so viele Wahrträume gehabt, in einem Tsunami tödlich verunglückt. Und es ist ein neuer Anteil in mich hinein inkarniert. Das ist die Realität. Der heißt Anastasia, der hat nichts mehr mit dem Früheren von mir zu tun. Und dieser Anteil bringt den Urwald zurück auf die Erde. Und der Urwald ist das äußere Manifest, denn alle physische Materie ist einfach geronnene Energie von innen, von unserer Urfrequenz. Und das ist unsere Unsterblichkeit in uns. Wir sind mit allem verbunden. Und der Urwald zurückbringen bedeutet, ich erinnere mich, ich höre auf meine innere Stimme und ich bin im richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen zusammen. Richtig heißt, es ist in Übereinstimmung mit dem, was ich wirklich bin. Und nicht ausgedacht aus dem Verstand. Ein Baum im Urwald fragt nicht, darf ich hier mit meinen Wurzeln bei dir unten drunter? Ein Baum steht, wo er hingehört. Groß, breit ausgebreitet, so breit und groß, wie er hingehört. Und jede einzelne Pflanze nimmt sich ihren vollkommenen, eigenen, vollständigen Platz ein und alles funktioniert perfekt zusammen, weil es der tiefen Weisheit von allem, was ist, folgt. Das ist es, woran wir dran sind hier im Leben. Wenn wir uns zurückerinnern, setzt sich alles wieder ineinander. Der ganze Gurkensalat beendigt sich im Leben. Und es kehrt eine unvorstellbare Glücklichkeit und eine unvorstellbare Präzision ein, von einem unfassbaren Ausmaße und eine Schönheit, die sich wahrscheinlich noch kaum jemand vorstellen kann, der mir hier zuhört. Nein, du bist nicht zum Leiden hierher gekommen. Es ist Schluss damit. Erinnere dich, wer du bist. Wenn du keine Ahnung hast, wie, meine ganze Homepage ist voll von gigantischen, und das ist die Wahrheit, zu der ich so lange nicht gestanden habe, Unterstützungen, die alle aus dem wissenden Anteil in mir kommen. Lass dich führen und lass dich beschenken. Denn es sind alles Geschenke aus meinem Herzen, auf Spendenbasis. Sehr wertvolle Dinge. Kurse, Lichtaktivierungen. Jetzt am 4. Februar geht Level 2 von dem aktuellen Kurs, der sehr, sehr transformierend ist.
Die Zeichen der neuen Zeit. Mein neuestes Buch, meine Bücher, alles kannst du haben. Und alles erinnert dich an das, was du wirklich bist. Es ist absolut fertig, dich noch als Opfer kriechend, schmerzzerzaust durchs Leben zu bewegen. That's it. Ab jetzt Klartext. Ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du mein Video teilst, und ich freue mich von ganzem Herzen, von dir zu hören unter meinen Kommentaren, weil das hilft den Algorithmen auf YouTube, dass mehr Leute mein Video sehen. Weil ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, das hat bei YouTube sind viele Leute auf YouTube, die haben viel, viel weniger Views wie früher, weil die da sozusagen neue Dinge eingeführt haben. Genau, und wenn du mich aktiv unterstützen willst, freue ich mich riesig. Ja, also bis zum nächsten Mal, und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, weil ich fühle dich. Und es ist gigantisch, weil jetzt räumen wir sowas von auf dieser Erde. Und das, was wir wirklich sind, kommt jetzt voll in Erscheinung. Thank you.